Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute etwas verspätet, aber endlich wieder mit dem monatlichen Update der Fly Universe Top 1000 Global Player. Das heißt, höchste Spieler jedes Servers, immer die 1000 höchsten, werten wir aus. Wie viele Klassen oder wie oft sind die Klassen vertreten? Wie viele Spieler sind schon Level 160? Was ist das Mindestlevel, um überhaupt in diese 1000 aufgenommen zu werden pro Server? Und so weiter. Und außerdem heute, kleines Special, vergleichen wir das allererste Ranking, das ich jemals gemacht habe, vom 15. Oktober 2022, also vor ziemlich genau 1,5 Jahren, mit dem heutigen Stand und gucken uns an, wie sich seitdem die Klassenverteilung geändert hat. Das heißt zum Beispiel, wie viele Blades haben wir seit damals dazu gewonnen und wie viele Elementoren zum Beispiel haben wir seit damals verloren. Die Situation ein paar Monate nach Serverstart war natürlich eine ganz andere als jetzt und all das schauen wir uns jetzt an. Bevor wir aber mit dem Vergleich anfangen von damals, und ja, es ist krass, dass man mittlerweile schon fast damals sagen kann, 1,5 Jahre ist jetzt natürlich nicht ultra viel Zeit, aber eigentlich irgendwie auch schon. Also wir haben jetzt bald 2-jähriges Jubiläum von Fly Universe, von den Servern. Und ich meine, gut, damals, wer das alles mitbekommen hat, war ja noch der Prozess davor, Project M und die ewig lange Zeit, wo man da noch drauf gewartet hat, bis es dann endlich released wurde und so. Mittlerweile ja auch schon wieder Ewigkeiten her. Also ja, mittlerweile schon echt ganz schön Zeit ins Land gegangen. Und wir haben ein paar Veränderungen. Als allererstes möchte ich einen Blick auf die rechte Seite hier wandern lassen zu den Level 160ern und zu den Top 1000 Entry Level. Das bedeutet quasi, das rechte Level ist das Level, was man erreichen muss, um überhaupt in der Top 1000 angezeigt zu werden pro Server. Und das linke Level ist einfach, wie viele 160er gibt es auf dem jeweiligen Server. Und letzten Monat hatten wir es tatsächlich so, dass Rises noch keine Charakter auf 160 hatte. Mittlerweile haben sie 4. Und sind damit schon nah an Flarin dran, die aktuell nur 6 haben. Außerdem haben sie auch mit dem Eintrittslevel in die Top 1000 bereits den japanischen Server überholt und werden wahrscheinlich auch, und sogar den französischen Server haben sie auch überholt und werden wahrscheinlich auch bald Flarin überholen. Also werden wahrscheinlich sehr schnell zu den anderen Servern hier im 140er Bereich aufschließen, wenn das so weitergeht. Was zugegebenermaßen auch nicht so schwierig ist, man muss bedenken, 1000 Charakter auf Level 120. Sicherlich, das hört sich jetzt nicht allzu krass an. Aber wenn jetzt jemand wirklich reinsuchtet, und ich will jetzt mal nicht zu genau auf das eingehen, was sonst auf Rises abgeht, darum geht es in diesem Video nicht, aber wirklich, wenn jetzt jemand richtig reinsuchtet, zum Beispiel 8-Char-Taktik, 8-Char-Taktik ist übrigens in den Philippinen auch ultra beliebt, weil es halt sehr Free-to-Play-friendly ist und man sich damit einfach tonnenweise Penya und halt auch F-Coin sparen kann. Und entsprechend ein Charakter, der jetzt seit Dezember, also seit 3 Monaten gut jeden Tag online ist ein Spieler, der richtig durchpusht, richtig suchtet, weil es halt beim Serverstart halt auch noch um viel mehr geht, ne? Ist eigentlich nicht so krass, 121. Also ich meine, sicherlich ist es nicht beeindruckend, also es ist sicherlich beeindruckend. Allerdings muss man auch noch bedenken, sie haben auch dieses Serverstart-XP-Event, was, glaube ich, bisher auch kein einziger anderer Server jemals hatte. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch läuft. Ich glaube schon, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall, ja, trotzdem ist es hier auf jeden Fall erwähnenswert. Und mal gucken, wie weit sie noch aufschließen werden, beziehungsweise zu diesem XP-Event, wie gesagt, müsste man mal gucken, ob das immer noch läuft. Aber ich glaube, das war ja eh nur fürs Low-Level, fürs High-Level zählt es, glaube ich, nicht mehr. Aber egal. Jedenfalls haben wir jetzt insgesamt 567 Charakter auf Level 160. Und ja, La Wolf wie immer führend mit 153. Weiß gar nicht, ob das letzten Monat schon so war, dass Bodeng auf Platz 2 war. Doch, tatsächlich, Bodeng auf Platz 2, letzten Monat schon und diesen Monat auch wieder mit 79. Kurz vor 10 vor Totemia, 13 vor Mashpoi und ein bisschen weiter noch vor Klafan und Mia. Also Bodeng kämpft sich langsam hoch an Platz 2. Wir etablieren uns in der Top 2 worldwide. Und ja, einziges Eintrittslevel in die Top 1000 ist auf Bodeng auch nur 143 wie bei den anderen Servern. Und hinkt hier auch ein bisschen hinter mir und Klafan hinterher, aber nicht um viel. Ja, und das war es eigentlich so von der rechten Seite. Ich meine, weiterhin enttäuschend ist natürlich hier der japanische Server. Eintrittslevel in die Top 1000 hat sich, glaube ich, nicht verändert. Ist 111 geblieben im Vergleich zum letzten Monat. Das ist ziemlich schlecht, muss man sagen. Auch nur 4 Level 160er auf einem so in Anführungszeichen alten Server ist auch relativ unbeeindruckend. Also der japanische Server steht wirklich nicht gut da. Also es wird sich wahrscheinlich langfristig zu einem der schlechtesten entwickeln. Man sieht einfach, es spielen einfach nicht viele Leute dort. Die Leute, die dort spielen, spielen ein bisschen härter als jetzt zum Beispiel auf Flarin. Aber wie gesagt, 111 ist halt echt wenig für einen Server, der schon auch bald 2 Jahre alt ist. Und dann wenden wir unseren Blick natürlich hier auf die linke Seite der Tabelle, wo wir die Klassenverteilung haben. Das bedeutet einfach, wie viele von diesen 1000 Charaktern
sind auf die unterschiedlichen Klassen aufgeteilt. Zum Beispiel auf Borodeng haben wir momentan, oder was heißt momentan, das Problem haben wir schon seit sehr langer Zeit leider. Im Endeffekt, seit ich diese Liste führe, mehr oder weniger, haben wir ein Knight-Problem im High-Level. Es spielen einfach extrem wenige Leute Knight, das merkt man auch am Markt. Knight-Equipment ist grundsätzlich nicht sehr gefragt oder meistens am günstigsten oder auch schwer zu finden, weil es halt nicht viele Knights gibt und deswegen auch nicht so viel Equipment im Angebot gibt, ja, und lauter solche Sachen. Also da gibt es ein paar Probleme, was diese Situation angeht, für Knight-Spieler. Ja, ist natürlich ein bisschen schade, ist jetzt nicht sehr viel weniger, also Rises zum Beispiel hat hier nur 67, allerdings muss man dazu sagen, Rises ist halt ein brandneuer Server, also wenn man es ganz genau nimmt, könnte man, also was heißt brandneu, aber der neueste Server, das heißt, ihn direkt als Vergleichsgegenstand zu nehmen, ist eher nicht so gut. Man müsste eigentlich Server nehmen, die auch genauso alt sind wie Borodeng. Und wenn man sich die anguckt, naja, 77, 77, 89, 81, also es sind schon wirklich deutlich mehr. Es sind nicht nur 5 mehr, sondern es sind wirklich in der Regel ungefähr 20 bis 30, teilweise sogar 40 mehr. Und das ist halt schon ziemlich heftig. Also sehr schade für Borodeng, sehr schade für die Knights. Ob sich das jemals ändern wird, wird auch fraglich bleiben. Was außerdem ein bisschen schade ist für Borodeng, ist, dass wir mittlerweile die wenigsten Ranger auf der ganzen Welt haben. Im letzten Monat waren wir noch gleich auf mit den Japanern, da hatten wir beide 131. Mittlerweile hat Borodeng noch mehr Ranger verloren, mittlerweile nur noch 126. Ist natürlich jetzt nicht wenig, 126, wenn man uns mit den anderen Klassen vergleicht. Also Ranger ist an für sich natürlich trotzdem noch beliebt, aber verliert halt einfach zunehmend an Beliebtheit, zumindest auf Borodeng anscheinend. Ja, und ansonsten gibt es jetzt eigentlich keine so ultra spektakulären Ergebnisse. Was ich noch interessant und lustig finde, ist, dass mittlerweile Mia und Flarin mit 101 Bill-Postern, zugegeben, es ist nicht viel mehr, also Borodeng 97, Genesee 99 und so, ist jetzt nicht viel mehr, aber ich glaube, das ist auch relativ einzigartig, dass ein asiatischer Server und ein amerikanischer Server, südamerikanischer Server hier, tatsächlich die meisten Bill-Poster haben. Normalerweise würde man ja auch davon ausgehen, okay, PvP ist ja bei den Deutschen zum Beispiel recht beliebt, oder bei einigen Deutschen zumindest, aber wir haben tatsächlich die Führung der Bill-Poster schon lange nicht mehr und die ist jetzt eben abgewandert tatsächlich in den asiatischen Raum, was schon ein bisschen komisch ist, weil die stehen eigentlich nicht so sehr, man sieht es auch an den Psykeepern, die stehen nicht so sehr auf das gleiche wie wir, also man kann wirklich sagen, Ranger ist so das Nonplusultra in den asiatischen Ländern und vor allem Mages sind dort nicht sehr beliebt, kann man auf jeden Fall so sagen. Und dann kommen wir auch schon zum Vergleich von damals zu heute. Ich glaube, ich habe vorhin 15.10. gesagt, 14.10., einen Tag daneben, fast richtig. Jedenfalls haben wir hier die Werte von damals. 3317 Ringmaster waren es damals, 583 Psykeeper, 532 Jester, 957 Billposter, 753 Elementoren, 1235 Blades, 1798 Ranger und 815 Knights. Ja, und wie hat sich das Ganze jetzt verändert? Also vor den nicht negativen Werten müsst ihr euch einfach ein Plus denken und vor den negativen Werten steht ein Minus. Und das ist quasi die Veränderung von damals zu heute. Das heißt, Ringmaster sind es damals 544 weniger gewesen, beziehungsweise jetzt sind es 544 mehr. Woran das liegt, ist logisch, sage ich nochmal gleich dazu. Psykeeper haben um 126 zugenommen. Jester um 233. Billposter haben wir tatsächlich 10 verloren. Elementoren haben wir 82 verloren. Auch da kann man auf jeden Fall einen guten Grund dafür nennen. Blades haben wir 75 gewonnen. Ich denke, das ist auch eine logische Veränderung, definitiv. Ranger finde ich fast ein bisschen erstaunlich, haben wir tatsächlich auch 47 gewonnen. Und Knights, yes, 77 gewonnen, aber definitiv nicht auf Borodeng. Ja, und dann probiere ich mal so ein bisschen die Werte zu erklären. Also ein Problem ist natürlich, warum man das jetzt auch leider nicht 1:1 wirklich so vergleichen kann. Oder hätte ich probieren können, aber es ist tatsächlich schwierig, weil wir hatten tatsächlich einen Server-Merge in der Vergangenheit und wir hatten seit diesem Stichtag, 14.10., 2 neue Server, die released wurden. Einer im November 2022 und einer im Dezember 2023. Und ein Server-Merge ist, also ein Server wurde gemerged, oder 2 Server wurden gemerged zu einem Server, Flarin. Und zwar Aries fehlt hier. Aries war noch ein Server, der wurde quasi zusammengeschraubt und das ist jetzt quasi einfach Flarin. Und entsprechend ja, haben wir halt einfach Veränderungen, die halt auch sehr schwer sind hier rauszulassen. Ein Server ist weggefallen, 2 neue dazugekommen. Logischerweise hat das natürlich einen extremen Einfluss auf die Charakterverteilung, aber naja, ist halt so, ne? Kann man nicht ändern. Vielleicht in einem Jahr oder so können wir das Ganze nochmal machen, wenn keine neuen Server hinzugekommen sind. Aber ist halt schwierig, weil ich meine, wenn Gala jetzt wieder irgendwas mercht, dann kann man es halt wieder nicht einfach 1:1 so vergleichen. Egal, jedenfalls ist es ganz interessant.
denn wir haben hier auf jeden Fall extreme Veränderungen und die möchte ich nochmal ein bisschen erklären. Also Ringmaster war das erste und hier haben wir einen Zuwachs von 544. Das ist, glaube ich, das Einfachste, was man erklären kann. Wir haben einfach 2 neue Server bekommen und auf jedem Server haben wir ungefähr das gleiche Pattern. Klar, auf manchen Servern ist es nicht ganz so krass, auf manchen Servern ist es ein bisschen krasser, die Verteilung von Ringmastern. Und ja, trotzdem ist es so, auf jedem Server überwiegen die Ringmaster in den Top 1000 extrem. Das liegt vor allem daran, dass halt jeder mindestens einen Ringmaster eigentlich immer dabei hat. Der hat dann entsprechend auch meistens ein relativ hohes Level und entsprechend hat jeder Spieler, der ein High-Level hat, in der Regel 2 Charakter in den Top 1000 oder mindestens 2 Charakter in den Top 1000 und einer davon ist in der Regel halt ein Ringmaster. Und entsprechend gibt es halt so viele Ringmaster dort oben und mit 2 weiteren Servern, die hinzugekommen sind, hat diese Zahl dann natürlich exponentiell zugenommen. Und hier um 544 gestiegen, ist natürlich traurig, aber kann man sich relativ logisch erklären. Psykeeper, diese Veränderung kann ich euch nicht so gut erklären. Es war damals nach dem FEC-Ende so, erster FEC-Server war zu Ende und plötzlich wurden die Psykeeper schon ganz schön mehr, also wirklich sehr viel mehr. Ich kann es euch nicht hundertprozentig sagen, also ich habe mal gehört, es lag ein bisschen an Guild Wall, war wohl ein Faktor zumindest für manche Leute, aber ich denke nicht, dass das jetzt hier die einzige Erklärung dafür ist. Das könnt ihr gerne in den Kommentaren machen, weil da kenne ich mich leider nicht so gut aus. Ja, Jester haben wir eine krasse Veränderung, hat um 233 zugenommen. Jester war vor allem zu Beginn von Flive Universe extrem unbeliebt. Also hat sich grundsätzlich jeder für Ranger oder Blade oder auf jeden Fall nicht für Jester entschieden. Man sieht ja auch nochmal ganz gut, Jester war da wirklich auch die unbeliebteste Klasse. Also er war nicht nur deutlich unbeliebter als jetzt, sondern er war wirklich die unbeliebteste Klasse im Spiel. Ja, weil er auch langsam levelt und so. Jester am Start, Free-to-Play und so ist ein Struggle, ist schwierig, ja. Teuer, schwierig, nicht schnell. Also hat alles wirklich keine, sagen wir mal, Gründe, ihn dann bei einem Serverstart zu spielen. Wobei fairerweise war es schon ein paar Monate nach dem Serverstart. Aber wenn es halt keiner als Main gespielt hat, dann ist er logischerweise nicht wirklich weit vertreten, oben in den Top 1000. Hat sich ja ein bisschen erholt, aber auch nicht wirklich auf den Stand, wie gesagt, um mit Ranger oder Blade oder irgendwie so zu konkurrieren. Nicht mal Knight kann er packen. Also er ist immer noch ziemlich weit hinten ab. Also er gruppiert sich eher mit Elementor und Psykeeper am hinteren Ende der Klassenbeliebtheit. Und ja, wie gesagt, der Anstieg ist wahrscheinlich vor allem deswegen geschehen, einfach weil ihn am Anfang wirklich gar keiner gespielt hat und es halt doch immer wieder Leute ins Game gekommen sind oder Leute, die schon gespielt haben, die gesagt haben, ach, aber ich will jetzt mal wieder einen Jester spielen, ich habe ihn damals gespielt, ich will jetzt mal wieder einen Jester spielen und vor allem auch PvP natürlich hat dann eine Relevanz. Das heißt, hier haben wir vor allem, mehrere Gründe. Einerseits nicht so beliebt zu Serverstart und PvP, würde ich jetzt hier mal nennen. Ja, dann Build-Poster hat sich basically nicht verändert. Wir haben hier literally minus 10, also fast keine Veränderung, die mit Abstand kleinste Veränderung. Also ich denke mal, das kann man dann einfach unkommentiert lassen. Hat sich nicht wirklich was geändert. Elementor hingegen hat den größten Absturz erlebt, minus 82 und ist mittlerweile die unbeliebteste bzw. gespielteste Klasse im High-Level. Hierfür gibt es eigentlich auch eine relativ einfache Erklärung, oder zumindest wäre das meine Erklärung. Und zwar, dass Elementor halt vor allem beim Leveln extrem beliebt ist. Das bedeutet, er wird vor allem für was benutzt? Level Service. Sieht man sehr viel Elementor. Nicht nur natürlich, auch Psykeeper, keine Frage, aber Elementor ist so der klassische Level Service-Geber. Oder einer der klassischen. Und vor allem auch viele Leute benutzen ihn halt wirklich, um ihre Charakter hochzuspielen. Ist auch eine gute Taktik. Zum Beispiel, man sagt, okay, ich will einen Blade spielen, aber ich will keinen Blade leveln. Oder ich will keinen Blade im Low-Level spielen, weil er da mir noch nicht so gut gefällt oder whatever. Was macht man? Man nimmt den Elementor und lässt den seine Charakter oder lässt den seinen Blade leveln zum Beispiel und nutzt ihn quasi mehr so als Hilfsmittel, als Tool, als Levelmaschine und lässt ihn dann aber irgendwann abfallen ab 120, 130, 140, wenn der Blade auf eigenen Beinen stehen kann, der Ranger oder was auch immer man mit dem Elementor gelevelt hat, oder man möchte Level Service geben und levelt dann aus dem Grund nicht mehr weiter. Und das sind alles so Gründe, warum der Elementor im High-Level nicht mehr so stark vertreten ist. Ein weiterer Grund ist natürlich auch Hit and Run wird immer schwieriger im High-Level. Viele spielen Hit and Run Elementor, weil es halt auch wirklich extrem stark ist. Ich meine, Elementor ist in meinen Augen die stärkste Hit and Run-Klasse im Spiel. Und entsprechend wird es halt natürlich immer schwieriger. Natürlich, wenn man kein so krasses Equipment hat oder wenn man nicht gewillt ist, zu viel Geld für den Elementor auszugeben, wird Hit and Run immer schwieriger. Und man ist dann entweder gezwungen, auf Face Tank zu wechseln oder man muss halt sein Equipment upgraden, um entsprechend weiter Hit and Run spielen zu können. Und auch hier sind dafür wahrscheinlich nicht allzu viele Leute bereit. Also ich denke mal, das sind vor allem diese Gründe,
warum wir so eine Veränderung haben. Dann Blade finde ich fast ein bisschen schockierend, dass er tatsächlich nur um 75 zugenommen hatte. Ich hatte damals das Gefühl, dass Blade am Anfang extrem unbeliebt war für das, was er ist. Der beste Damage-Dealer im Game und schon immer war und immer sein wird wahrscheinlich. Trotzdem um 75 zugenommen, aber wie gesagt, ich denke, ist einfach logisch. Ist jetzt für den Rang auch, muss er sagen, Blade hat zum Beispiel fast doppelt so viele Charakter in den Top 1000, doppelt so viele Chars in den Top 1000 wie Elementor. Das heißt, die Veränderung um 75 ist wesentlich geringfügiger als jetzt hier beim Elementor, die 82. Das heißt, ja, es ist ein guter Anstieg auf jeden Fall, aber auch einfach ein logischer Anstieg. Bester Damage-Dealer im Game, man will ihn für Dungeons immer dabei haben. Er ist super, um Solo-Bosse zu killen und so weiter. Also er kann jeden Content recht schnell clearen mit seinem DPS. Also macht einfach Sinn. Dann Ranger, auch wieder hier das gleiche wie beim Blade. 1800 Ranger, damals schon knapp 1800, hat nochmal um 47 zugenommen. Ja, ist eine relativ kleine Veränderung bei diesen Werten. Und entsprechend kann man einfach sagen, Ranger basically genauso beliebt, beziehungsweise sogar noch beliebter geworden. Und ja, ich denke mal, da braucht man jetzt keine Gründe suchen. Für diese 47 ist ja auch wirklich eine eher sehr geringe Veränderung. Und dann Knight haben wir noch eine, ja, für das dann doch wieder eine eher große Veränderung. Hier, ich würde sagen, einer der Hauptgründe wird wahrscheinlich sein Tank. Man braucht halt für gewissen Content doch einen Tank und Knight macht den Job in der Regel am besten. Knight selbst als Main Character, denke ich, erfreut sich immer noch einer eher geringeren Beliebtheit, vor allem auf Borodeng, aber auch grundsätzlich. Problem ist halt, Blade ist halt so das einfach exakte Gegenstück. Der Blade kann damage-technisch oder halt, naja, doch damage-technisch einfach alles besser als der Knight. Das heißt, Knight ist halt wirklich hier von Vorteil, wenn man Tank spielen will, wenn man AOE spielen will, vielleicht für viele. Da glänzt der Knight vielleicht ein bisschen besser als der Blade, kann man sagen. Aber was alles andere angeht, wählt man halt in der Regel doch eher den Blade. Das heißt, eigentlich der einzige logische Grund, kann man hier wirklich sagen, ist, vermutlich ist der Knight hier gestiegen, weil er als Tank immer mehr an Relevanz gewonnen hat, aber halt auch nicht so viel, dass jetzt jeder einen Knight hat. Und entsprechend ist er halt trotzdem immer noch nur auf Platz 5 und hat jetzt einen guten Anstieg, aber auch keinen gewaltigen hinter sich gehabt. Und ja, das war's. Das waren die Veränderungen von damals zu heute. 1,5 Jahre Flyve Universe. Solche Vergleiche würde ich gerne tatsächlich noch in der Zukunft machen. Natürlich nicht jeden Monat, sonst wird es irgendwann auch wieder langweilig. Aber ja, so alle 3 bis 6 Monate vielleicht, also ab und zu mal reingucken, einfach wie sich das geändert hat. Vor allem, wenn sich auch wirklich krass was ändert. Diesen Monat hat sich, by the way, recht wenig verändert, was die reine Veränderung vom Vormonat angeht. Ranger gar nichts, Blade -2, Knight -5, Elementor +15, das ist eine ganz schöne Veränderung. Aber alles wirklich extrem geringfügig, also hier auch -1 bei Psykeeper und so. Also hat sich fast nichts getan. An den Rängen hat sich natürlich auch nichts verändert. Wobei man sagen muss, Psykeeper und Elementor sind tatsächlich nur um 38 Plätze auseinander. Das heißt, wenn der Elementor nochmal einen Boost bekommt, hier, und by the way ist das nicht mal durch den neuen Server. Auf dem neuen Server gibt es tatsächlich nur 52 Elementoren. Das ist weniger als auf Borodeng zum Beispiel. Also die haben jetzt auch nicht wirklich einen Boost durch den neuen Server bekommen. Und ja, mal gucken. Also vielleicht löst sich da doch vielleicht in der Zukunft mal wieder jemand als erneut neue, unbeliebteste oder unbespielteste Klasse in den Top 1000 ab. Mal gucken. Ich sage auf jeden Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Flyve Universe. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Haut rein und ciao, ciao.